Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute wollen wir uns mit generischen Klassen und danach mit generischen oder Generic Constraints auseinandersetzen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Konzept, deswegen gut aufpassen, heute geht's ab. So, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir haben hier die Möglichkeit, sagen wir mal, eine neue Klasse zu erstellen oder ein Interface. Nee, wir machen eine Klasse. Klasse A nennen wir sie jetzt einfach mal. So, und die bekommt jetzt oder wir nennen sie Container, dann wird es vielleicht noch eindeutiger, für was man das normalerweise benutzt. Und die bekommt jetzt ein Constraint. Da sagen wir kein Constraint, sorry, einen generischen Typen. Die behält sich einfach einen Typen T und ist ansonsten eine stinknormale Klasse, nur dass wir jetzt hier drin dieses T als Parameter verwenden können. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir wollen einfach nur hier drin speichern, oder wir wollen zum Beispiel ein Array von diesem Typen T hier drin speichern. Dann können wir sagen, public T Array. Und wie nennen wir das Ganze? Naja, nennen wir es einfach mal Elements oder sowas. Elements vom Typ T als Array. So, und das ist jetzt ziemlich cool, denn jetzt können wir hier drin sagen, okay, wir haben einen Typen T. Und dieser Container speichert uns sozusagen ein Array von diesem Typen. Jetzt kann er natürlich noch mehr Sachen machen als nur speichern. Jetzt kann er noch irgendwelche Funktionen damit machen, irgendwelche anderen Sachen damit verarbeiten oder sowas. Ich kann jetzt dieses T hier drin komplett normal benutzen. Also zum Beispiel kann ich hier drin auch sagen, public get something. Und es bekommt einfach nur ein T mit, also param Doppelpunkt T. Und es gibt ein T zurück. Achtung, diese Methode hier ist an sich nicht generisch. Return T. Diese Methode ist nicht mehr generisch, nur die Klasse ist generisch. T sollen wir nicht zurückgeben, sondern der Param wird zurückgegeben. Nur die Klasse ist generisch. Ihr seht, ich habe hier keine spitzen Klammern. Das heißt, diese Funktion hier ist nicht generisch, aber dadurch, dass diese Klasse generisch ist, hat die automatisch auch die Möglichkeit, auf dieses T zuzugreifen. Und ich habe jetzt hier sozusagen in der ganzen Klasse sozusagen einfach eine Klasse zur Verfügung, von der ich keinen Namen brauche, mit der ich aber trotzdem arbeiten kann. Problem ist natürlich, ich kann nicht auf die Klassenvariablen und so weiter zugreifen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Das heißt, ich kann hier eigentlich alles machen, was ich möchte, mit diesem wunderbaren T. So, und wenn ich jetzt das Ding hier zum Beispiel initialisieren möchte, dann sage ich hier einfach var my container ist gleich new vom Typ natürlich Container. So, und Achtung, jetzt geben wir hier irgendeinen Typen an, zum Beispiel Number, und sagen wir hier einfach new Container. Und das wird sogar automatisch gemacht, das heißt, ich muss hier nicht mal angeben. Ah doch, scheinbar muss ich es doch angeben, okay, gut. Und jetzt müssen wir hier natürlich auch nochmal sagen, okay, es handelt sich um einen neuen Container von Typen Number. So, und jetzt ist dieses T hier, was ich hier benutzt habe, einfach Number für alle Elemente in dieser Klasse drin. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, meine Elemente sind jetzt Numbers, das heißt, ich kann zum Beispiel einfach in dieses Elements Array, myContainer.elements. So, was ist das jetzt für ein Typ? Naja, Typ Number, das heißt, ich kann hier irgendwas damit machen, was ich machen möchte und weiß, die Elemente da drin sind auf jeden Fall Numbers. Cool. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Wir haben festgestellt, wir können keine Funktionen aufrufen von dieser Klasse. Das heißt, wir können auch zum Beispiel, wenn wir den Hund jetzt hier also diesen Container für Hund benutzen würden, könnten wir nichts vom Hund aufrufen. Das ist ein bisschen doof, das ist ungewöhnlich und ungeschickt vielleicht auch. Deswegen wollen wir das Ganze vielleicht ein bisschen ändern und sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall auf die Methoden vom Hund zugreifen. Dazu brauchen wir aber mindestens einen Hund oder eine Unterklasse vom Hund. Ihr erinnert euch, der Dalmatiner kann alles, was ein Hund kann, und der Dackel kann auch alles, was ein Hund kann, und der Hund selber kann natürlich auch alles, was ein Hund kann. Das heißt, wir brauchen eine Unterklasse oder die Klasse Hund selbst als Parameter. Wie können wir das machen? Wir sagen hier drin einfach, wir haben mindestens einen Hund oder etwas tiefer. Und das machen wir mit Extends Hund. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Parameter, der mindestens Hund ist, aber vielleicht auch eine der Unterklassen. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel auch sagen, public, was hatten wir da für eine wunderbare Testfunktion eingebaut? Genau, bellen zum Beispiel. Warum auch immer der dann laufen ausgibt, aber ist egal. Wir sagen jetzt hier also einfach, ich nenne es jetzt einfach auch mal bellen, diese Funktion. Bellen in
Container. So, und das ist jetzt, ja, natürlich, es ist eine Funktion, es ist kein Element. Das nimmt jetzt zum Beispiel ein Index, sagen wir mal einfach Number Index. Ups. Und das indexte Element von diesen Elements hier soll jetzt bellen. Das heißt, wir wollen T von Index, nicht T, sorry, Elements, this.elements, so sagt das mir wenigstens gleich. Und zwar an der Stelle Index soll bellen. Und jetzt sehen wir hier auch, ich kann diese Funktion aufrufen, weil ich natürlich hier mindestens einen Hund habe. Das heißt, alle Elemente in meinem Elements Array hier können bellen, weil das sind ja alles entweder Hunde oder Unterklassen von Hunde. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, ziemlich viel zu machen. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel meinen Hund erstellen. Das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wobei, doch, wir brauchen es damit, diese Funktion. Mach das. Ich mache hier das da gerade mal auskommentieren. So, denn Bellen hat an sich schon eine Ausgabe, da brauchen wir das nicht mehr. Okay, und was wir jetzt hier machen können, ist, wir wollen erstmal einen neuen Container, also sagen wir myContainer vom Typ Container. Achtung, jetzt geben wir hier Hund ein, zum Beispiel. Wir könnten aber auch hier eine Unterklasse von Hund eingeben, das ist völlig egal. Aber Achtung, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Dalmatiner reinmachen, dann können wir in dieses Array hier nur noch Dalmatiner reinmachen. Denn dann steht ja hier T drin, also T muss zwar Unterklasse von Hund sein, aber es handelt sich hierbei dann doch um ein Dalmatiner-Array. Das heißt, wenn wir hier erst einen Dalmatiner und dann einen Dackel reinmachen und T ist aber Dalmatiner, haben wir ein Problem, weil die sind nicht kompatibel miteinander. Aber ich kann hier oben sowohl Dalmatiner als auch Dackel als Container-Parameter hier, also als generischen Parameter benutzen. Und das ist sozusagen das, was es so ein bisschen unterscheidet von einfach nur normaler Vererbung. So, also wir nehmen jetzt den ganz normalen Hund, ist gleich new Container vom Hund, groß geschrieben. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen Elements vergrößern, und zwar myContainer.elements ist gleich neues Array mit unserem Rex drin, ansonsten nichts. So, und jetzt können wir sagen, okay, bellen in Container, myContainer natürlich vorher, bellen in Container, und Achtung, wir müssen hier den Index 0 nehmen, sonst wird das ganze Ding einen Fehler schmeißen, weil wir natürlich auf den Index zugreifen. Wenn wir hier 1 reinmachen, haben wir keinen ersten Hund mehr, aber das dürfte mittlerweile, glaube ich, klar sein. So, und wir sehen, OMW wird ausgegeben, das ist sozusagen jetzt der Rex, der hier gerade die Bellen-Funktion aufgerufen bekommen hat. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil wir jetzt natürlich hier alle möglichen Hunde reinstecken können. Jetzt können wir hier natürlich auch also zum Beispiel, wir können jetzt hier einen Dalmatiner reinstecken, wir können einen Dackel reinstecken, klar, weil unsere Oberklasse oder unser Container hat den Typ Hund hier als Parameter. Das heißt, dieses Array hat auch den Typ Hund als Parameter. Aber wie gesagt, Achtung, wenn ich einen Dalmatiner als T verwendet, das geht zwar, denn es ist ja auch ein Hund, aber dann sind alle Elements hier drin, müssen auch mindestens Dalmatiner oder Unterklassen vom Dalmatiner dann sein. Gut, nicht ganz einfach das Ganze, ich weiß, aber echt mächtig, und stellt euch zum Beispiel einfach mal, ja, Container ist eigentlich das praktischste Beispiel für sowas, aber es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen, irgendwelche Adapterklassen, irgendwelche, vor allem Android hat mich da wirklich eines Besseren belehrt. Ich dachte immer, die sind nicht so wichtig, aber Android hat unglaublich viele von diesen generischen Klassen hier benutzt. Und ja, da sieht man dann erstmal, wie viel die eigentlich tatsächlich zum Einsatz kommen. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.